Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns heute leider nicht mehr auf dem Beta-Server, denn das Video mit den Barden war gestern das letzte gewesen. Denn am Sonntag um 14 Uhr hatten die Server geschlossen, die Beta-Server. Ihr seht es nochmal hier, ich befinde mich jetzt auf beta.sfgame.net. Ich konnte jetzt leider die Klasse nicht mehr weiter testen, ja, und das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, deswegen gibt es davon leider dann nichts mehr zu sehen. Vielleicht das nächste Mal, denn wenn er irgendwo auf einen neuen Server mit released wird oder so, dann kann man da das nochmal ein bisschen ausprobieren. Ich wollte ihn eigentlich noch ein bisschen weiter testen, ja, weil wir hatten ja noch ein paar Pilze übrig gehabt. Ich wollte jetzt auch ein bisschen sparsamer da rangehen an die Sache, aber gut, naja, ist es nun mal so, wie es ist. Und ja, ansonsten, jetzt gerade, wo ich das aufnehme, hat der Elevator noch einen Tag geöffnet, also das Ding ist auch bald durch. Ja, auf W27 sieht man zumindest hier die Ehrenhalle hier und auf W50 auch. Ja, da haben wir alles zumindest hier übersichtlich. Auf S31 ist das ganze Jahr wirklich mehr als unterirdisch und ja, ich hatte des Öfteren jetzt auch Post bekommen hier, auch hier vom Melkor, der das beobachtet haben soll. Ich weiß nicht, wie sehr das stimmt, ich habe es selbst noch nicht beobachtet, aber anscheinend kommt es wohl auch dazu, dass ja, genau durch sowas habt ihr eben drauf geachtet. Ich habe den Edelstein verkauft und erst wenn ich ein neues Item bewegt habe, wird das Ding hier gut geschrieben. Es soll wohl dazu kommen, ich kann die Aussage nicht unterstützen, weil ich es nicht genau weiß, dass wenn man die ganze Zeit seine Skill-Taste hier gedrückt hält, dass der Server dann teilweise so laggt, dass ein dann Gold abgezogen wird und die Skillpunkte aber nicht gut geschrieben werden oder irgendwie so. Also dass man, wenn man zu schnell skillt, der Server da nicht hinterherkommt und man quasi quasi Gold flöten geht, ne? Ansonsten hier mit der Goldgrube genau das gleiche, man holt es ab, so, ne? Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es muss erst noch eine neue Interaktion passieren und irgendwie ist es random ab und zu. In diesem Fall hat er es gut geschrieben, aber es kam jetzt auch schon so oft vor, dass die 37 Millionen Gold, wenn das hier durchgelaufen ist in 1,5 Stunden, dass es einfach nicht gut geschrieben wird und da einfach null Gold von gut geschrieben wird. Also das ist echt, schon wieder ziemlich game-breaking das Ganze hier und mal wieder ist der S31-Server von betroffen. Ich wollte mich eigentlich nicht drüber beschweren. Ja, ich hatte mich in der Vergangenheit ja schon oft drüber beschwert gehabt. Dann wurde zu mir gesagt, hey, immer nur beschwert er sich hier über den Server, ja, nie irgendwie so und immer nur Beschwerde, ne? Aber von wem sollt ihr es sonst hören, wenn nicht von mir? Wer spielt hier sonst auf den Server und macht großartig Content so, ne? Also ja, wenn man sich beschwert, soll es in die Öffentlichkeit, dann ja, wollen das alle sehen. Und wenn man eben sich nicht drüber beschwert, dann heißt es wieder, ey, hier, mach doch mal ein bisschen darauf aufmerksam. Aber gut, ihr habt jetzt auf jeden Fall dazu das gehört, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Mehr können wir sowieso nicht machen, außer ein bisschen Aufruhr erregen so, aber das habe ich halt eben schon gemacht durch das Ticket beziehungsweise durch den Kontakt, dass ich da dann gleich hingeschrieben hatte. Mehr kann ich in meiner, mehr liegt auch nicht in meiner Macht, sag ich mal so. Und jetzt heißt es eben nur noch hoffen und abwarten. Und ja, wie gesagt, es ist schon belastend, aber all in all ist es jetzt wirklich kein Grund, da jetzt aufzuhören. Ich werde Ende des Monats oder so, oder wann ich meine Liste angefangen habe, ich tracke ja meine Stat-Punkte mit auf dem Main zumindest, was ich so pro Monat immer gut gemacht habe. Da werde ich mal gucken, ob im Vergleich zu den anderen Monaten eine deutliche Einbußung quasi stattgefunden hat im Vergleich zu den vorherigen Monaten. Da muss man natürlich darauf achten, dass der Legendary Dungeon nicht mit dabei ist oder so. Jetzt durch den Elevator wird das Ganze auch wieder ein bisschen verfälscht.
Deswegen kann man das immer nicht ganz so neutral beobachten. Trotzdem werde ich mal schauen, wie das Ganze so aussieht. Selbst wenn ich jetzt die gleiche Skill-Punktanzahl gemacht haben sollte wie letzten Monat, spielt halt jetzt eben auch der Elevator mit rein. Das ist halt ziemlich schwierig, so ein bisschen auseinanderzuhalten, das Ganze. Deswegen kann man das leider da nicht direkt dran festmachen, weil halt immer so viele Sonderevents jetzt seit Neuestem dazwischen sind. So. Und sonst könnte man natürlich schauen, ey, ich habe hier so und so viele Statpunkte weniger als im Monat davor, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Und ja, an meinem Playstyle hat sich ja in dem Monat jetzt nicht großartig irgendwas geändert. Naja, wie gesagt, auch wenn man ziemlich hart benachteiligt ist, trotzdem wird weiter durchgezogen, aufhören ist nie und war nie eine Option, egal was für ein Scheiß hier passiert. Dafür, wie gesagt, liegt mir das Spiel halt auch viel zu sehr am Herzen, um das einfach alles hinzuschmeißen. Und das ist auf jeden Fall so meine Meinung dazu. Ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, ey, ich habe hier jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich muss sagen, mir macht es auch nicht so viel Spaß, auf meinem Main-Server zu spielen gerade. Das hatte ich ja gestern schon erwähnt. Ich bin froh, wenn ich da durch bin. Das ist, denke ich mal, auch verständlich. Vielen Dank auch an denjenigen, der mir den Tipp gegeben hat. Ich glaube, das war der Luca-Freak gewesen. Mein Spiel hat sich ja auch immer aufgehangen, so, ne? Also nicht nur durch die schlechte Performance, sondern ich bin dann nicht mehr rausgekommen und musste die Seite neu laden. Das lag daran, wo meine Flimmerkiste aktiv gewesen ist. Ich habe die Flimmerkiste jetzt ausgeschaltet und jetzt hängt sich zumindest das Spiel nicht mehr auf. Ist aber natürlich auch nicht des Rätsels Lösung. Ne? Also das sollte natürlich auch kein Lösungsansatz sein, einfach die Flimmerkiste auszuschalten. Aber dadurch zumindest hängt sich das Spiel nicht mehr regelmäßig auf. Und kann hier in Ruhe meine Sachen machen, zumindest soweit es mir halt möglich ist. Ne? Ja, genau, das meine ich hier. So, ne? Jetzt kann ich schon wieder nichts mehr anklicken. Das kommt halt eben durch die Flimmerkiste. Ja? Also das liegt wohl daran. Dankeschön für den Tipp, habe ich nicht gewusst. Jetzt bin ich schlauer, ist aber kacke. So, also was soll ich dazu sagen? Ne? Ist halt, ich gucke halt, auch wenn ich meine Pilze gesponsert kriege, gucke ich trotzdem immer noch auf die Flimmerkisten, weil es ja trotzdem irgendwie immer noch ein Mehrwert ist. Und den möchte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen, das ist ja ganz klar. Klar wie Kloßbrühe, ne? Und ja, deswegen, das ist so der Stand der Dinge, ne? Bin mal gespannt, ob da ein bisschen was dran gemacht wird, dran gehandelt wird, dran gewerkelt wird. Ne? Soweit ich weiß, sitzen schon Leute schon dran, irgendwie performancemäßig da was zu machen. Und auch speziell auf die Goldgrube gesehen und so, aber das ist halt eben nur eine Baustelle von ganz vielen. Ne? Und deswegen hoffe ich mal, dass da auch ein bisschen was passiert, weil der Zustand, so wie er jetzt ist, war halt, wie gesagt, noch nie so schlimm gewesen, seit das Backend draußen ist. So, ne? Und ich hatte halt von vielen von euch gelesen, dass es halt nicht nur mir auf S31 so geht, sondern dass viele, die auf dem neuen Backend spielen momentan gerade, auch ziemlich hart zu kämpfen haben. Ne? Aber trotzdem appelliere ich daran, dass ihr auch weiterhin durchhaltet, weil ich immer noch ganz fest daran glaube, dass wenn wirklich eines Tages das neue Backend überall drauf ist und wirklich optimiert ist, dass das Spiel dann besser läuft, als je zuvor. So, das ist so mein Glaube noch immer daran, und dann stehen uns vielleicht auch die Türen offen für sehr, sehr viele coole weitere Features, eine sehr viel bessere Problembehebungspolitik, sag ich mal, weil dann viel mehr auf Live-Servern gleich direkt gepatcht bzw. gefixt werden kann, ohne da irgendwie ein Rollback zu machen oder den Server in Wartungsarbeiten zu schicken. Ne? Wie gesagt, auf meinem Server, auf S31, da passieren keine Wartungsarbeiten mehr um 4 Uhr morgens. Ne? Wer von euch um 4 Uhr morgens immer noch wach sein sollte und spielen sollte, ihr Hobbylosen, ja, ich bin genauso einer, der wird das wissen, dass da halt Wartungsarbeiten sind oder im Normalfall, und da, wo das neue Backend schon drauf ist, zumindest ist bei mir so, sind da halt eben keine Wartungsarbeiten mehr. Das heißt, der Server wird dort nicht mehr, was weiß ich, was da passiert, runtergefahren oder zwischengespeichert, keine Ahnung. Das wird wohl alles dann irgendwie live geregelt, ohne dass der Server halt in Wartungsarbeit geschickt werden muss. Das ist halt ganz cool. Ne? Und wie gesagt, da hoffe ich drauf, dass da in Zukunft dann auch dementsprechend ein bisschen mehr Positives als momentan Negatives auf uns zukommt in Bezug auf
die Zukunft und das neue Backend. Ne? Deswegen müssen wir erstmal durch diese schwere Zeit hindurch, um halt eben, naja, vielleicht eines Tages ein besseres Spiel zu haben. Ne? Das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Guti, Leute, das soll es dann auch soweit gewesen sein für heute wieder mal. Wie gesagt, folgt mir weiterhin gerne auf Instagram oder auf Discord, falls ihr keinen Code verpassen wollt. Es gibt jeden Tag bis zum Geburtstag von Shakes & Fidget jetzt einen Code mit verschiedenen Sachen drin. Den könnt ihr sehr gerne euch einheimsen. Links sind unten wie immer in der Videobeschreibung. Klickt gerne drauf. Und das war es dann soweit. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.